Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video erzähle ich euch eine Geschichte über Anna an einem verschneiten Tag. Nach der Geschichte stelle ich einige Fragen und teile eine Wortliste mit wichtigen Vokabeln. Ihr könnt die Geschichte so oft hören, wie ihr möchtet, und die Geschwindigkeit anpassen. Viel Spaß mit der Geschichte. Ein Wintertag im Park. Es war ein kalter Wintertag. Der Schnee hat die Straßen und die Bäume bedeckt. Alles war weiß und still gewesen. Anna hat den Winter geliebt. Sie hat ihre warme Jacke angezogen, ihre Mütze aufgesetzt und ihre Handschuhe genommen. »Ich gehe in den Park«, hat sie ihrer Mutter zugerufen. Im Park ist es wunderschön gewesen. Kinder haben Schneemänner gebaut und Hunde haben im Schnee gespielt. Anna hat auch einen Schneemann bauen wollen. Sie hat eine kleine Schneekugel gerollt und sie immer größer gemacht. Nach einer Weile ist der Schneemann fertig gewesen. Sie hat ihm einen Schal gegeben, eine Karotte als Nase und 2 Steine als Augen. »Jetzt bist du perfekt«, hat sie lächelnd gesagt. Während Anna im Park gespielt hat, ist ihr Freund Max gekommen. »Hallo Anna, was hast du gemacht?«, hat er gefragt. »Ich habe einen Schneemann gebaut. Willst du auch einen bauen?«, hat Anna geantwortet. Max hat genickt. Zusammen haben sie einen zweiten Schneemann gebaut. Es hat viel Spaß gemacht. Plötzlich hat es angefangen zu schneien. Die großen Schneeflocken sind leise vom Himmel gefallen. Anna und Max haben sich auf eine Bank gesetzt und zugeschaut. »Schnee ist so schön«, hat Max gesagt. »Ja, ich liebe den Winter«, hat Anna geantwortet. Nach ein paar Stunden ist es dunkel geworden. Anna und Max haben nach Hause gehen müssen. »Bis morgen, Max«, hat Anna gerufen, als sie nach Hause gelaufen ist. Sie ist glücklich gewesen. Es ist ein schöner Wintertag gewesen. Am Abend hat Anna ihrer Mutter alles erzählt. »Der Park war so schön und ich habe mit Max gespielt«, hat sie gesagt. Ihre Mutter hat gelächelt. »Das klingt nach einem tollen Tag«, hat sie gesagt. Ihr habt jetzt Annas Geschichte gehört. Bevor wir zu den Fragen übergehen, könnt ihr die Geschichte noch einmal anhören, wenn ihr möchtet. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Und jetzt schauen wir uns die Fragen an. Warum wollte Anna in den Park gehen? A. Weil sie einen Schneemann bauen wollte. B. Weil sie Fußball spielen wollte. C. Weil sie einkaufen gehen wollte. D. Weil sie sich langweilte. Richtige Antwort. A. Weil sie einen Schneemann bauen wollte. Anna hat auch einen Schneemann bauen wollen. Sie hat eine kleine Schneekugel gerollt und sie immer größer gemacht. Was hat Anna ihrem Schneemann als Nase gegeben? A. Eine Banane. B. Eine Karotte. C. Einen Apfel. D. Einen Stein. Richtige Antwort. B. Eine Karotte. Nach einer Weile ist der Schneemann fertig gewesen. Sie hat ihm einen Schal gegeben, eine Karotte als Nase und 2 Steine als Augen. Was haben Anna und Max zusammen gemacht? A. Sie haben einen Schneemann gebaut. B. Sie haben ein Haus gebaut. C. Sie haben Schneeflocken gesammelt. D. Sie haben Karten gespielt. Richtige Antwort. A. Sie haben einen Schneemann gebaut. Max hat genickt. Zusammen haben sie einen zweiten Schneemann gebaut. Es hat viel Spaß gemacht. Warum mussten Anna und Max nach Hause gehen? A. Weil es dunkel wurde. B. Weil sie Hunger hatten.
C. Weil sie müde waren. D. Weil der Park geschlossen wurde. Richtige Antwort. A. Weil es dunkel wurde. Nach ein paar Stunden ist es dunkel geworden. Anna und Max haben nach Hause gehen müssen. Was hat Anna am Abend gemacht? A. Sie hat mit ihrer Mutter über den Tag gesprochen. B. Sie hat ein neues Buch gelesen. C. Sie hat einen Film geschaut. D. Sie ist sofort ins Bett gegangen. Richtige Antwort. A. Sie hat mit ihrer Mutter über den Tag gesprochen. Am Abend hat Anna ihrer Mutter alles erzählt. Der Park war so schön und ich habe mit Max gespielt, hat sie gesagt. Ihre Mutter hat gelächelt. Das klingt nach einem tollen Tag, hat sie gesagt. Ich hoffe, dass ihr alle Fragen richtig beantwortet habt. Schreibt in die Kommentare, wie viele von 5 Fragen ihr richtig hattet. Gleich kommen wir zur Wortliste, aber vorher möchte ich euch noch etwas sagen. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr die Videos nützlich findet, könnt ihr den Kanal abonnieren und das Video liken, um mehr solcher Inhalte zu sehen. Bevor wir zu den wichtigen Wörtern kommen, könnt ihr in den Einstellungen die Untertitel aktivieren. So könnt ihr die Bedeutungen der wichtigen Wörter in eurer Sprache oder auf Englisch sehen und besser lernen. Jetzt geht es zur Wortliste. Schreibt die Wörter auf und lernt sie. Das wird euch sehr helfen. Also, los geht's. Der Winter. Der Winter. Der Schneemann. Der Schneemann. Der Schnee. Der Schnee. Der Schal. Der Schal. Die Handschuhe. Die Handschuhe. Die Mütze. Die Mütze. Die Bank. Die Bank. Ruhig. Ruhig. Die Karotte. Die Karotte. Die Steine. Die Steine.